Ich wünschte, ich könnte ein bisschen besser aus dem Fenster gucken beim Fahren. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Mhm. Astrogator, I believe in the face of a common threat, we'll find a common language, and we can simply cooperate, pushing political animosities aside. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das stimmt leider. Aber wir gucken erst mal. Vielleicht sind die ja ganz vernünftig. Die haben auf jeden Fall echt großes Gerät dabei. Wollen hier irgendwas abbauen? Since we have no idea what's going to happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please, stop, Doctor. You can tell me when you get back. In person. Understood? Yes, sir. Oh. Ich folge hier mal dem ausgefahrenen Pfad. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo hochkomme irgendwo. Das Ding durch Wasser fahren. Okay, ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin gespannt, was wir hier vorfinden. Wen oder was. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. Spät. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Ich muss mich da umgucken. War auch ein bisschen schlechtes Timing. In dem Moment, wo ich den Knopf gedrückt habe zum Aussteigen, so steigt nicht aus. Was da drüben ist, gucken wir uns mal auf den Schluss zu an, weil ich bin da zwar am gespanntesten drauf. Nur die Basis ab, um die Besatzung zu finden. Ja, das hatte ich eh vor. Kann ich mir erstmal den Antimat angucken? Um sicher zu gehen, dass der auch wirklich aus ist. Die haben auch größere Satellitenschüsseln als wir. Das ist gemein. So, was haben wir denn hier alles? Ersatzreifen, Lieferautos. I'm going in. Klingt wie so ein Hacker. Ich bin drin. Clear. For now. Falls hier doch jemand ist, sind sie nicht begeistert. Wenn hier plötzlich einer von der verfeindeten Fraktion in deinem Schlafzimmer steht. Mierwa. Hier liegen einige Helme, schöne Zigaretten. Hier. Das Sterben der Sonne. Richtigstellung des Artikels.
An den Herausgeber so und so, der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne, Drohung eines Wissenschaftlers auf Seite 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitung Young Astrophysicist, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere an den Verfasser Dr. Bowser, nicht Bowser, Bowser, der von Super Mario, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffes in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen, die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige 100 Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen. Bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschungen, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Bowser. Postskriptum: Ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich, zum Schutze der Wissenschaften meiner Person, zu rechtlichen Schritten zwingen. Okay, ein böser Brief an die Redaktion. Aber es geht ja auch gar nicht, dass die deine Aussagen falsch abdrucken. Unerhört. Hier liegen echt viele Helme dafür, dass hier keiner drin ist. Noch ein Zettel. Ein schwarzes Loch. Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens, ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens, wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens, ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens, die Zerstörung des Sterns, oder mit anderen Worten, die Dematerialisierung des Sterns, wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchungen, Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren, wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt in einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Ob das so ist, kann ich nicht sagen, dafür bin ich jetzt kein Schwarzloch-Spezialist. Ah. Hier ist ein bisschen durcheinander. ALLIANZ. Ah. Hier geht's wieder nach draußen. Ganz schön verwinkelt hier alles. Das sind schon mal Fußspuren. Still quiet. It's eerie.
Hm. Empty. Everywhere, just... I'm at the central module. Ah. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. Okay, wir haben ja einiges zum Angucken. Dann haben wir hier eine Karte. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Oh. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Das Bild sind einfach nur Konvoi-Autos, die vermutlich aus der Invincible rausfahren. Mehr kann ich da jetzt nicht erkennen. Was haben wir noch alles? I'm at the control station. Geräteschalter. Several units can be controlled from here. I wonder which... Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Okay. Schalten mal durch. I got the feed. Boah, die Qualität. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Irgendwas hiervon muss ja funktionieren.
view from above. It's a flying probe. I'm betting it's the one that detected my presence. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Da, wo Landeplatz steht vielleicht. Ja, das ist cool. Dann können wir die Probe da landen. Und uns die dann draußen angucken. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Was haben wir hier sonst noch? Nix. Und last but not least. Auch nix. Okay. Wir haben ja das Top-Equipment hier. Was kann ich noch angucken? Hier war irgendwie Alarmausdruck. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. The guy survived. Someone saved him. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air. The alarm signal broke off high above the ground. 18561. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition has stabilized. I can't believe you lied to me. More than anything, I'm glad he's alive. I would have gone back for him, you know. I do, which was the very reason why I couldn't tell you. I wanted to send a lander for him once you were safe. You wouldn't have listened to me otherwise, just like you didn't listen before. Giving away your tank, going to the Alliance base. I admit, you had your reasons to believe I'd disobey you. Doesn't mean I like it one bit. Ja, das ist ja interessant. Das ist dann von Gorski. Das Notsignal war um 11. Da war noch alles normal. Dann morgens um 3 war die, ich glaube, Herz-Heartrate. Der Puls irgendwie niedrig. Aber Oxygen war alles... Also Sauerstoff war die ganze Zeit normal, weil wir ihm den Sauerstoff gegeben haben wahrscheinlich. Und da haben sie ihn dann relocated. Aber es ist cool, dass wir ihn dann retten konnten, weil wir den Sauerstoff gegeben haben. Da ist gerade auch ein Achievement aufgeploppt unten in der Ecke, das seht ihr aber nicht. Dass ich alle meine Kameraden gerettet habe, was cool ist. Freue ich mich. Also naja, gerettet ist relativ, aber zumindest haben wir sie alle wieder auf dem Schiff. Und zumindest die meisten davon lebendig. Da ist noch eine Probe. Weil das ist jetzt... Die andere habe ich ja gelandet. Die müsste irgendwo auf dem Boden. Ja, die steht da. Dann haben die noch eine, die ich aber hier nicht... Mit der ich mich hier nicht verbinden konnte. Und was da los ist... Gucken wir auch gleich noch. Gut, dann suchen wir uns mal wieder einen Weg nach draußen. Wenn ich hier wieder runterkomme irgendwo. Ah, hier kann ich was machen. Ich habe das Kraftfeld da ausgeschaltet. War das eine gute Idee? Force field's down. I opened the passage. We
We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Ah, okay, das war was ich eh hätte machen sollen. One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Clouds are low. So, komme ich hier wieder raus. Unfortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Okay, das Ding hat das Force Field gemacht, das Kraftfeld gemacht, nehme ich mal an. Aber warum haben die da ein Kraftfeld hingemacht? Das macht man doch nicht einfach mal so aus Lust an der Laune. Ich hätte jetzt gedacht, dass es entweder um irgendwas drin zu behalten oder um irgendwas draußen zu halten. Oder an uns uns oder irgendwas anderes am Folgen zu hindern. Wo ist eigentlich der Roboter, den wir hier vorhin rumlaufen haben sehen? Da ist er. Der steht da einfach. Hat ein Problem festgestellt. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Er wollte hier irgendwie das da transportieren. Den haben wir noch laufen sehen und ist irgendwie stehen geblieben und hat es fallen lassen. Warum auch immer. So, was weiß denn hier das Satellitending? Was kann ich denn damit anfangen? First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Gucken wir doch mal. Das ist die Basis. Das bin ich. Das ist der Rover. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently? I think so. Dann muss ja jemand da gewesen sein, der die aktiviert hat, oder nicht? Oder hatte ich auch plötzlich ein Eigenleben entwickelt und ist halt einfach so losgeflogen, weil ja langweilig war. Können wir hier noch irgendwas übersehen? Folge dem Konvoi. Field Base 2 und Konvoi Path. Das geht hier den ganzen Weg runter. Basis 2. Die Basis 2 war ja von denen. Wir sind hier. Dieses ganze Gebiet haben wir uns jetzt hier aufgemalt nach deren Beschreibung. Da unten ist Basis 2. Da irgendwo, da ist Ausgrabungsstätte B und da ist der Konvoi irgendwie lang gefahren. Ist da irgendwie dicht? Kommt man da lang? Da ist dicht.
Hm. Ich bin halt gerade am Überlegen, weil eigentlich ist unsere Quest ja dem Konvoi zu folgen, aber ich weiß nicht, ob wir nicht auch zu der anderen Basis schauen sollten mal. Aber das ist halt, glaube ich, ein Dead End. Aber ich würde eigentlich schon gern hingucken. AB 27. Was ist das? Hm. Ups. Falscher Knopf. Ich will eigentlich zu der zweiten Basis mal hingucken in die Richtung. Wenn wir das können. Wenn das Spiel uns lässt. Mal gucken. Aber ich glaube, hier ist Gröll. Ja, wir können hier gar nicht. Okay. Ja gut, es nimmt mir die Entscheidung wenigstens ab. Dann folgen wir halt mal dem Konvoi, wie wir es sollen. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht beim Autofahren. So, und das Ding hat das Kraftfeld gemacht. Ui. I'm leaving the base. Going after the convoy. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. And the field is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go, oh bright sun. The night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. Und das hier? I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it works. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Hm. Ah, wir sind doch irgendwie falsch gefahren oder irgendwas. Ja, einfach dran vorbei. Gut. Hey. Warte mal. Doch, der Pfeil geht in die Richtung. Haben die irgendwie das Metall abgebaut? Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of... no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Da ist jemand neidisch wegen der Größe. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest.
It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Whoa. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Faszinierend und beunruhigend irgendwie. Und das haben die da rausgezogen. Das sieht irgendwie geschmolzen aus. Das ist so weird. Ja, wir müssen eigentlich irgendwie da außen lang. Ich habe mich ein bisschen verfahren. Ich habe ja auch kein GPS. Ich habe nur meine alten Landkarten. Kein Beifahrer, der sie mir vorliest, wo ich hin muss. Don't navigate and drive. Was haben wir da hinten noch? Alter, was das für Reifenspuren sind ja auch. Also ich nehme an, das sind Reifenspuren. How far to that convoy? Not far. Even Ich if hab I keinen make a Plan. few stops, it won't take long. Ah. Bauen hier irgendwas ab. Irgendwie was mit dem Metallzeug. Von dem wir uns immer noch nicht sicher sind, ob es irgendwie gebaut oder gewachsen ist. Aber nachdem die Büsche auch aus Metall sind, tippe ich eher auf gewachsen. Was auch wieder Fragen und Bedenken aufwirft. Alter, sind das Reifenspuren. So. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, doch. Ich war nur massiv verwirrt. Die Umgebung sieht hier überall sehr ähnlich aus. Das trägt auch nicht zur Orientierung bei. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Ja, kriegen wir hin. Beobachtungspunkt. Ja. Heißt, ich steige hier aus. Vielleicht. So, let's beobachten.
Plane deine Route zum Konvoi. Ah, ich glaube, das ist die Ecke, die in der Demo war. Das ist ja cool. Hier sind wir. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Yasna. Ich meine, so viel umwegig sieht er nicht aus. Vorsicht schadet nie. Alright, I'll try to get there via the side path. Okay, also da müssen wir ein Stück weiter und dann geht es irgendwo scharf links. Da. Hier irgendwie so hoch. Well. Hier irgendwo da. Nee. Darf ich da nicht mit dem... Darf ich hier nicht fahren? Muss ich da laufen? Okay, ich muss hier laufen, okay. Dann laufe ich halt. Lass ich meinen armen Rover zurück. Wir schleichen uns hier ganz unauffällig um die Ecke. Oder so ähnlich. Was ich da durch? Sieht ziemlich eng aus. Auch reinziehen. Oh. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Seeing people who are alive and mentally sound is something I'm always counting on, Astrogator. They may be my only chance. And not only mine. You have other subordinates who need help. Yes, I'm fully aware, Doctor. However, you must keep in mind that alive and mentally sound members of the Alliance are still a threat. So, musste kurz husten. Ich nehme an, wir klettern hier durch dieses sehr natürlich aussehende Loch. Es ist tatsächlich ein Loch. Ich erkenne ein Loch, wenn ich eins sehe. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Ja, wie wär's mit besorgt? Yasna, you alright? Au.